herzlich willkommen zu unserer Special Masterclass The Worst Customer Experience Possible. Ich hätte gar nicht erwartet, dass so viele dann tatsächlich zu dieser Masterclass erscheinen. Unser Ziel heute ist, euch zu erklären, wie man Kunden verliert. Und zwar ganz schnell. Der Vortrag ist auf Deutsch, das heißt, wir würden im Prinzip Deutsch durchführen, aber wenn es halt irgendwie Verständnisthemen gibt oder so, we also speak English, right? So that's not a problem. Okay, bevor wir starten, so ein paar Basics, genau, schon angeteasert. Wir werden über eine virtuelle Kundin sprechen, die uns heute hier joint, die Mathilda. Und was die Mathilda so erlebt, wie das so läuft und dann noch damit so ein bisschen verbunden, ein kleines Spiel, das wir gerne mit euch spielen würden. Das ist so der Plan für heute. Ja. Genau, Titel kennt ihr schon. Wer steht eigentlich hier auf der Bühne? Tarek. Ja, das ist mein KI-generierter Avatar übrigens. Ich habe meine Frisur extra heute angepasst, dass ich dem doch noch mal ein bisschen ähnlich sehe. Bei World of Warcraft bin ich ein Gnom, ein weiblicher Gnom-Mage. Und ich würde noch mal korrigieren, ich brauche eher Leute, die mir helfen. Ich bin noch unter Level 20, also wenn sich da jemand findet, meldet euch gerne. Ansonsten bin ich bei Adesso seit 5 Jahren tätig, berate da unsere Kundinnen und Kunden im Bereich Marketing Automation, Personalisierung, Conversion Rate Optimization, vor allem eben in den ganzen CRM, also Customer Relationship Management Themen, und durfte den Martin da kennenlernen vor geraumer Zeit, weil wir ein gemeinsames Projekt gestartet haben mit Adesso und Douglas und Adesso, wo wir SAP Emasis einführen, um eben Omnichannel Experiences für Douglas sowohl auf der Website als auch in der App, sei es der Kanal SMS, aber auch am Point of Sale beispielsweise, zu realisieren. Ich freue mich sehr, mit dir heute hier auf der Bühne zu stehen, Martin. Vielen Dank. Genau, und mein Name ist Martin Slavik. Ich bin bei Douglas als Head of CEM und Data verantwortlich, auf der IT-Seite für alles rund um das Thema Marketing, Loyalty, CEM und Data. Und genau, wir haben euch da noch so QR-Codes hinterlegt. Das heißt, die uns halt irgendwie auf den Socials stalken wollen, feel free. So, kommen wir jetzt zu der wichtigsten Person heute. Und das ist unsere Mathilda. Wir dürfen vorstellen, so sieht die Gute aus. Nochmal an der Stelle virtuelle Person, so oder ähnlich hätte sich es aber natürlich auch in der Realität zutragen können. Und ein ganz wichtiges Feature von der Mathilda ist, sie hat so einen Loyalty-Lebensbalken, ja, und der ist ganz schön voll. Ja, das heißt, die ist quasi bei 100% Loyalty-Gesundheit. Und wie es dazu gekommen ist, möchten wir euch heute so ein bisschen erklären, was da so hintersteckt und ja, was vielleicht auch schief gehen könnte. Genau. Fangen wir an. Die Mathilda, die wird ja, für uns eine ganz loyale Kundin. Und bevor wir starten, kurze Frage. Wer weiß, was für ein großes kulturelles Event letzte Woche stattgefunden hat, eher so im Süden Deutschlands? Na? Wer traut sich? Die Wiesn, genau. Ich habe mir sagen lassen, ja, die Touristen erkennt man daran, dass sie Oktoberfest sagen. Ja, die Eingeborenen nennen es Wiesn, und auch die Mathilda wollte sich natürlich mit ihren Freundinnen auf der Wiesn verabreden, und dementsprechend war sie so ein bisschen online unterwegs und hat dann mal so geschaut und ist über Instagram auf uns ja, aufmerksam geworden. So sah das denn aus. So, ihr Lieben, für mich geht's heute auf die Wiesn, deswegen machen wir uns einmal zusammen fertig. Nach meiner Skincare benutze ich meinen Setting Spray als Primer und trage dann meine absolute Lieblingsfoundation von Charlotte Tilbury auf. Für meine Augenbrauen habe ich dann den Brow Stick von Florence by Mills verwendet. Dann noch ein bisschen Bronzer, damit man nicht aussieht wie ein Geist. Dann habe ich den Blush von Kylie Cosmetics verwendet, und der lässt sich wirklich so gut in die Haut einarbeiten. Mit meinem It Cosmetics Concealer habe ich dann noch ein paar Stellen korrigiert und so ein bisschen mehr Kontur reingebracht. Und dann alles mit meinem Charlotte Tilbury Puder gesettet. Und diese Mascara hier hat mir wieder so krasse Wimpern gezaubert. Dann habe ich mich heute für ein Lip Oil entschieden, weil meine Lippen leider mega rissig sind. Und mit dem Glätteisen habe ich mir dann hier noch ein paar Locken gedreht, habe mich dann hier ins Dirndl gequetscht und bin sehr froh, dass es noch passt. Und vielleicht sehen wir uns ja später auf der Wiesn. Genau, angesprochen von dem Video, hat sie sich natürlich direkt mal die Produkte angeguckt, die so in dem Reel drin waren. Denn die Mathilda, auch wenn sie in der Best-Aging-Gruppe ist, ist natürlich Social Media absolut affin, hat das alles im Griff, postet auch super interessante Kochrezepte im Übrigen. Ja, und hat dann eben in dem Zusammenhang hier diese wunderbare Palette gefunden, die sie ganz spannend findet als Make-up für die Wiesn. Hat sich die angeschaut im Douglas Store, und hier haben wir auch die Möglichkeit eben zu schauen, ob das Ganze in der Filiale verfügbar ist. Denn da gibt es durchaus Kundinnen und Kunden, die natürlich dann präferieren, das Ganze mal in der Filiale auszuprobieren.
Ja, also relativ easy über die App die entsprechende Filiale gefunden, ins Auto gestiegen und in die Filiale gefahren. Was er da in der Filiale erlebt hat, ist typisch, wir sind Omnichannel-Kunde und legen natürlich einen unheimlich großen Wert auch darauf, dass eben die entsprechende Customer Experience auch in der Filiale entsprechend zum Tragen kommt. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher USP für Douglas. Das heißt, in der Filiale angekommen, sie hätte auch das Produkt reservieren können, hat sie eine fantastische Beratung bekommen, das Produkt ausprobiert, sich auch für dieses Produkt entschieden, dieses auch zum Glück gekauft und aber auch in diesem Zusammenhang sich eben über unser Loyalty-Programm informiert. Und da, denke ich, hat auch die Kollegin in der Filiale einen tollen Job gemacht, sie von den Vorteilen überzeugt und entsprechend hat sie sich dann eben für die Douglas Beauty Card angemeldet und hat dann auch direkt im Anschluss den Willkommens-Newsletter bekommen mit einem kleinen Coupon für den nächsten Besuch und ein paar zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel, dass es auch eine Douglas-App gibt. Ganz wichtiger Punkt, wird später nochmal wichtig. So, jetzt war sie natürlich dann zu Hause, hat direkt im Anschluss auch von uns wieder eine E-Mail bekommen, um mal zu fragen, hey, wie war denn dein Besuch in der Filiale? Das ist natürlich für uns super wichtig, auch zu erfahren, wie das so war. Sie hat natürlich direkt auch auf diese E-Mail reagiert, entsprechend bewertet und gesagt, dass ihr Besuch in der Filiale sehr gut war, hat ihr gut gefallen, sie wurde gut beraten, hat alle Produkte gefunden, die für sie wichtig waren und würde gerne wiederkommen. Ist für uns natürlich im Hintergrund ein ganz wichtiger Datenpunkt auch, weil wir daraus schließen können, welche Filiale vielleicht eine attraktive Filiale für diese Kundin ist, um eben zum Beispiel über bestimmte Aktionen, die dann stattfinden, auch eben entsprechend einen lokalen Anker zu haben. Dann war sie in der Zwischenzeit auf der Wiesn, hatte eine Mordsgaudi, wie man so schön sagt, und ein paar Tage später haben wir dann wieder die Kollegin erreicht, die Mathilde erreicht und sie mal gefragt, wie war denn das Produkt eigentlich? Gefällt dir das? War das gut? Lässt sich es gut anwenden? Würdest du es weiterempfehlen? Auch da hat sie positiv darauf reagiert. Wieder ein weiterer Datenpunkt natürlich für uns, aus dem wir schließen können, hey, das Produkt ist nicht schlecht, vielleicht ist die Brand auch ganz gut. Das können wir dann alles aus dem Feedback lesen, was dann eben entsprechend klassifiziert bei uns in den entsprechenden Systemen hinterlegt wird. In der Zwischenzeit, ich habe es eingangs erwähnt, wir haben in dem Welcome-Newsletter natürlich auch ein Incentive gesetzt, damit sie sich die App runterlädt. Und als nahezu Digital Native hat sie das natürlich gemacht, hat sich angemeldet und wir hatten darüber dann auch die Möglichkeit, sie per Push-Notification darüber zu informieren, dass es in ihrer Lieblingsfiliale die Möglichkeit gibt, ihr Make-up auffrischen zu lassen. Ganz spannend, denn für uns, wir sehen, dass tatsächlich auch die Services in der Filiale immer wieder sehr wichtig sind, weil gerade eben, wenn es um Produkte geht, die man auf der Haut trägt, die halt eben einen gewissen Effekt haben sollen oder auch eine gewisse Varianz haben in verschiedenen Farben und Verträglichkeiten und Co. Viele Kundinnen und Kunden mögen es einfach, diese Produkte auszuprobieren, sich die genauer anzugucken, Konsistenz, Geruch und so weiter, das ist ganz wichtig. Entsprechend war sie dann in der Filiale und hat sich natürlich auch hier an der Stelle für ein Produkt entschieden, das wir auch empfohlen haben. Hier an der Stelle ein Hautserum, eine Pflege von La Mer, ist eher im hochpreisigen Segment. Und auch das ist zum Beispiel wieder eine Information, die uns halt eben das Profil und das Bild von der Mathilda schon immer klarer darstellt. Ja, also wer das ist, was sie so für Präferenzen hat. Aus diesem Kauf kann man schließen, dass sie wahrscheinlich eher dazu tendiert, auch hochpreisigere Produkte zu erwerben und dafür eben auch entsprechend empfänglich ist. An der Stelle ist es dann so, dass wir natürlich auch dann nach einer gewissen Zeit wissen, wann bestimmte Produkte aufgebraucht sind. Wir haben unheimlich viele Daten, eben über die Abverkaufsdaten, auch über die Produkte und Co. und können eben zum Beispiel auch so einen schönen Replenishment-Case an der Stelle durchführen, indem wir zum Beispiel Kunden auch daran erinnern, hey, es könnte sein, dass ein Produkt sich langsam zur Neige geht und vielleicht wäre es eine gute Idee, jetzt dieses Produkt nachzukaufen. Auch ein Use Case, der tatsächlich sehr gut bei uns funktioniert und eben auch hochgradig personalisiert an der Stelle ist. Und das ist jetzt nur so eine recht kurze Customer Journey, die natürlich auch wirklich im Kern sich darum dreht, eine tolle Experience über die verschiedenen Kanäle zu erzeugen und eben die Kundin an uns zu binden, einen Mehrwert zu liefern und dann eben im besten Fall eine lange und gute Geschäftsbeziehung mit dieser Person einzugehen.
Das ist aber natürlich nicht das Ende dieser Customer Journey. Es gibt ganz viele weitere Anknüpfungspunkte, wie dann eben diese Story weitergehen kann. Wir können natürlich weiter nach Produktbewertungen fragen. Wir haben die Möglichkeit, wenn sie entsprechend bei uns im Loyalty-Programm tätig ist, ein gewisses Upgrade zum Beispiel zu generieren. Es gibt ein Loyalty-Programm mit Bonuspunkten. Bestimmte exklusive Events finden in der Filiale statt. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, um eben dann diese Journey weiterzubringen und auch weiterzuentwickeln und die Kundin auch entsprechend weiterzuentwickeln. Und damit haben wir jetzt die Mathilda, die entsprechend über diese und auch eine weitergedachte Journey dann ihren Loyalty-Lebensbalken gefüllt hat und eine loyale und glückliche Kundin ist. Und wie das Profil jetzt genau aussieht und was da so im Hintergrund passiert, das wird euch jetzt der Tarek erzählen. Ja, danke schön, Martin. Die Journey war jetzt zwar kurz, nichtsdestotrotz hatten wir mehrere Touchpoints bereits in dieser Journey. Und um jetzt mal zu erfahren, was Douglas bereits nach dieser kurzen Journey über Mathilda weiß, schauen wir uns jetzt mal ihr Profil und ihre Reise an. Wir haben nämlich auf dem Weg ganz viel über Mathilda erfahren, beispielsweise als sie am Point of Sale war und sich für die Douglas Beauty Card angemeldet hat, hatten wir die Möglichkeit, ihre E-Mail-Adresse zu erfahren, ihr Alter abzufragen, um beispielsweise auch zum Geburtstag auch nochmal weitere Kommunikation ausspielen zu können, Geschenke zu machen. Wir können Mathilda unterschiedlichen Segmenten zuordnen, sind auch eben in der Lage, sowohl über das Loyalty-Programm, aber eben auch über unterschiedliche Touchpoints, wie sie mit ihnen interagiert, ihre Loyalität zu berechnen. Das heißt auch vorausschauend sozusagen KPIs zu ermitteln, die wir dann nutzen können für die Segmentierung. Wir haben Einbelegungen von Mathilda bekommen, eben generelles Marketing-Opt-in. Sie hat die Push-Benachrichtigungen aktiviert. Wir können, wenn es transaktional ist, beispielsweise auch SMS schicken. Und natürlich hat sie sich ein Douglas-Login gemacht, um auch auf der Website und im Shop bzw. in der App shoppen zu können. Das ist jetzt das ganze Profil von Mathilda und wir sehen, wir haben sowohl Daten, die Mathilda explizit angegeben hat, als auch Daten, die wir implizit über Mathilda getrackt haben. Also Zero-Party-Daten, explizite Daten sind bei der Douglas Beauty Card Registrierung beispielsweise aufgekommen und die ganzen First-Party-Daten, das heißt die Interaktionsdaten, die Tracking-Daten, die haben wir eben über die Journey von Mathilda gesammelt. Wir wissen beispielsweise, weil sie in der Filiale beim Kauf der Mitarbeiterin beispielsweise gesagt hat, dass sie das Produkt bei Instagram gesehen hat, dass sie bei Instagram aktiv ist. Wir können ihren gesamten Website-Verlauf tracken. Wir wissen, wie lang war sie beispielsweise auf der Website, welche Produkte hat sie sich angeschaut. Sie hat den Store-Finder benutzt, hat ihre Postleitzahl beispielsweise eingegeben, um die nächsten Filialen in ihrer Nähe zu finden, hat natürlich den Store besucht, hat sich für die Douglas Beauty Card registriert und von da an geht es dann auch eben weiter mit einem unterschiedlichen Mix aus E-Mail, Push und Point of Sale, um dann eben Mathilda zu einer loyalen Kundin zu entwickeln. Das ist besonders wichtig, dass wir und ich habe gerade gesagt, die Journey war zwar kurz, aber wir hatten unterschiedliche Tools auch im Einsatz und unterschiedliche Daten. Und es ist wichtig, dass man diese Daten eben nicht im Silo hält. Denn Douglas hätte jetzt nicht Mathilda beispielsweise zu so einer loyalen Kundin entwickeln können, wenn die E-Mails beispielsweise nicht personalisiert wären, wenn sie bei ihrem zweiten Store-Besuch, um das Make-up zu refreshen, beispielsweise die Mitarbeiterin nicht gewusst hätte, was sind Mathildas Präferenzen, was hat sie bereits gekauft. Da hätte auch einfach die persönliche Beratung im Store nicht so stattfinden können. Und hier ist es eben wichtig, die Daten zu integrieren, beispielsweise auch mit Hilfe einer CDP, was wir auch bei uns, lieber Martin, im gemeinsamen Projekt gemacht haben, um dann eben diese Datensilos zu vereinheitlichen und dann auch über sämtliche Touchpoints hinweg Segmente aktivieren zu können, damit wir eben eine konsistente Customer Experience, eine konsistente Ansprache auch schaffen können. Beispielsweise, wenn die Mathilda wieder zurück auf die Website geht oder auch in die App, sind wir dann auch in der Lage, aufgrund von historischen Daten, die wir gesammelt haben, aber auch aufgrund von Realtime-Interaktionen, die sie beispielsweise in dieser Session hat, dann Produkte zu empfehlen, die beispielsweise dann Cross- und Upselling auch betreiben können. Das heißt, passende Produkte zu denen, die sie gerade shoppt. Ich bin jetzt neben Beauty, aber wenn ich einen Blush shoppe, könnte ich vielleicht auch noch einen Lippenstift benötigen, Martin, oder? Ja, in derselben Farbe. Mascara, vielleicht noch die eine oder andere Palette, die noch fehlt in der Sammlung. Ja, genau. Und ich meine, Mathilda ist im Premium-Segment. Wenn sie sich gerade einen Essence-Lippenstift anschaut, können wir auch schauen, dass wir sie auf ein teureres Produkt vielleicht empfehlen.
Genau, so viel zum Thema Cross- und Upselling. Und dadurch ist die Matilda sehr loyal geworden. Wir werden jetzt gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, würden allerdings jetzt gerne an dieser Stelle mit ein bisschen Theorie weitermachen wollen. Was ist CX und Loyalty und warum ist es wichtig und wie es sich für einen Theorieteil gehört, habe ich mal aus dem Wirtschaftslexikon Gabler ein Zitat mitgebracht. Das Kundenerlebnis ist die Gesamtwahrnehmung der KundInnen, das war dann nicht so gegendert, das haben wir gemacht, des Unternehmens, Interaktion für Interaktion vom ersten bis zum letzten Kontaktpunkt. Wir haben jetzt Mathildas erste Kontaktpunkte bereits gesehen, die gesamte Journey, die uns Martin erläutert hat. Ihre letzten werden wir auch noch gleich sehen, wie wir es also schaffen, Mathilda mit einer schlechten Customer Experience dazu zu führen, dass sie wahrscheinlich nie wieder eine Douglas-Filiale betreten wird. Who knows, ist ja fiktiv auch. Ich habe mal eine Statistik, beziehungsweise wir haben eine Statistik auch von Salesforce mitgebracht. 88% aller KundInnen sagen, dass die Erfahrung, die ein Unternehmen bietet, genauso wichtig ist wie die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. Ich kann hier wirklich sehr relaten, kann auch gerne mal von mir erzählen. So wie ich bin, habe ich mich bei TikTok mal werben lassen für ein Abo für Skincare, irgendwie so eine 3-Schritt-Skincare, die mir dann da als Werbeanzeige angezeigt wurde, bin dann irgendwie auf das Profil, habe mir die Hashtags angeschaut von dem Unternehmen, habe super viele Influencer gesehen, die dafür Werbung machen, habe mich dann beschlossen, das zu abonnieren, also auch im Abo. Man kriegt wirklich alle 30 Tage dann sozusagen ein neues Set zugeschickt, das ist dann auf meine Haut abgestimmt. Und die Produkte waren super und auch die Influencer-Werbung hat gewirkt, sonst hätte ich nicht, glaube ich, für knapp 50, 60 € mir 3 Produkte bestellt jeden Monat. Genau, war auch super zufrieden mit den Produkten. Was dann allerdings passiert ist, nach, ich glaube, dem 2. oder 3. Bestellzyklus ist, dass die so viel Werbebudget drauf ins Marketing gepumpt haben, dass sie auf einmal ganz viele Kundinnen und Kunden hatten, aber an sich eigentlich noch ein kleines Unternehmen waren. Das heißt, die sind mit der Produktion der Produkte nicht hinterhergekommen und wenn ich darauf angewiesen bin, für meine Skincare, dass ich wirklich passend alle 30 Tage auch nochmal die Produkte zugeliefert bekomme und das nicht passiert, dann stehe ich da. War eine schlechte Customer Experience. Habe dann versucht, mit dem Kundenservice zu chatten. Telefon-Hotline gab es nicht. Chat hat auch irgendwie 4-5 Tage gedauert, weil es einfach so viele Anfragen gab. Wurde eigentlich nur vertröstet und habe mich dann entschieden, obwohl ich sehr zufrieden war mit den Produkten, eben da nicht mehr einzukaufen. Ich habe mich gerade auch hier mit ein paar Leuten schon unterhalten beim Networking, die hatten ähnliche Erfahrungen, was mich jetzt, soll ja auch ein Workshop sein, ein bisschen interaktiv interessieren würde. Wer hatte denn auch schon mal so eine ähnliche Erfahrung? Weil 88%, eigentlich müssten jetzt hier wirklich sehr viele Hände hochgehen, möchte vielleicht jemand aus der eigenen Erfahrung berichten? Haben wir hier auch ein Mikro für die Aufzeichnung? Ja. Du, lieber Martin? Oder wie? Ich wollte mich einfach auch mitmelden. Also, come on, das hat doch bestimmt Scheu. jeder schon mal erlebt, oder? Wo das Produkt an sich ganz gut war und man sich dachte, hey Mensch, der Service, der ist so grottig. Nee, Ihr könnt hier voll da abwechseln. kaufe ich nicht mehr. Ja. Kurzer Tipp, guck mal, hättest du das mal besser bei Douglas gekauft. Ja, Die Pflege. Ja. mache ich ja jetzt auch noch. So, das ist Learning. Hallo? Ja. Hi. Jetzt geht's. Grüß euch, ich bin Avil aus Finnland und ich habe mir lustigerweise eine Kältedecke bestellt. Ich finde, in Finnland ist es im Sommer viel zu warm und deswegen habe ich mir eine Kältedecke bestellt und diese war nie angekommen. Genau deswegen, weil Instagram und TikTok ist explodiert und die Kältedecke wurde dann nicht mehr geliefert, weil die einfach mit der Produktion nicht nachgekommen sind. Das heißt, ich liege mittlerweile im Garten ohne Kältedecke in Finnland, aber war natürlich auch sehr traurig ohne Decke. Nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Die Frage ist, bist du dann zu einem anderen Unternehmen und hast dir eine Decke gekauft? Bist du zu einem anderen Unternehmen und hast dir die Decke gekauft? Naja, die hat es nur dort gegeben. Ah, okay. Die gab es nur dort, blöderweise. Alles klar. Also wenn jemand Kältedecken verkauft, bitte mir sagen. Bitte melden. So, hier, ne, ein Lied. Ja. Ja. Sonst noch jemand, der oder die ihre oder seine Erfahrung teilen möchte? Alles klar. Also ich habe das relativ häufig schon in der Vergangenheit erlebt, zum Beispiel auch bei einem Van Move, wenn wirklich Startups sehr schnell sehr groß werden und dann einfach mit dem Kundenservice nicht mehr hinterherkommen. Bin jetzt umgestiegen von Van Move, dachte mir, eigentlich cooles Produkt, aber wenn es so viele Fehler gibt und die nicht beheben können, da auch einfach nicht genug Kapazitäten sind, dann ist es leider nicht das Unternehmen für mich.
Und da sehen wir dann eben, dass eine gute Customer Experience zu nachhaltiger Loyalität führt, wie sie es bei Matilda getan hat, und eben eine schlechte auch zu unmittelbarem Geschäftsrückgang, weil sich dann Kundinnen und Kunden abwenden von dem Unternehmen. Und wenn man mal drüber denkt, eigentlich sind wir alle Mikroinfluencer in unserem eigenen Universum. Wenn ich schlecht über ein Unternehmen spreche, über Move, jetzt habe ich sogar ein Unternehmen genannt, spreche, dann hat das natürlich auch Einfluss auf meine Freundinnen und Freunde und auf meinen unmittelbaren Bekanntenkreis. So. Bestenfalls sieht die Customer Experience nämlich so aus. Wir haben uns mal ein fancy Buzzword überlegt, das ist der Customer Life Infinity Loop, weil es ein Unendlichzeichen ist. Der beginnt bei Aufmerksamkeit. Bei Matilda war es beispielsweise so, dass sie über Instagram auf Douglas bzw. auf das Douglas-Produkt aufmerksam geworden ist, hat dann Interesse entwickelt über die Videos, die sie sich anschaut, hat dann die Conversion und die Transaktion im Point of Sale, also in der Douglas-Filiale gemacht, konnte dann gebunden werden durch die Douglas Beauty Card und ist eben zu einer loyalen Kundin geworden durch die ganzen Services und die Erfahrung, die Douglas ihr geboten hat. Diese Erfahrung kann sie auch auf vielen unterschiedlichen Touchpoints machen, die wir euch einmal kurz von Douglas vorstellen möchten. Das sind natürlich die gängigen Online-Touchpoints, Website, E-Mail-Marketing, Mobile-App etc. pp. Da gehören auch Influencer zu und Paid Media als auch offline, der stationäre Handel, der für Douglas auch immer noch sehr wichtig ist. Martin, das hast du uns ja auch erwähnt. Viele Kundinnen und Kunden legen Wert darauf, einfach die Produkte auch nochmal auszutesten, vor allem wenn es auf die Haut kommt. Genau. Und warum das gut funktioniert und wie gut das eigentlich funktioniert. Dass das gut funktioniert. Dass es gut funktioniert, erklärt uns Martin jetzt nochmal. Genau, die obligatorische Folie, die ich glaube, jeder hier an so einer Stelle dann mitbringt. Was bringt es eigentlich? Die uns nicht kennen, Douglas im vergangenen Geschäftsjahr 4,1 Milliarden Euro Umsatz generiert. Spannenderweise sind davon etwa 74% oder kommen 74% davon von unseren Loyalty-Membern. Das heißt, es ist extrem essentiell für uns, eine gute Customer Experience zu haben, eine gute und nachhaltige Beziehung mit unseren Kundinnen und Kunden zu haben, weil die eben für einen solchen Löwenanteil unserer Umsätze verantwortlich sind. Das stellen wir sicher, indem wir zum Beispiel 18.000 Mitarbeitende haben, auch da der Löwenanteil ähnlich wie beim Kollegen von Thalia auf der Fläche, denn die Kundinnen und Kunden möchten vor Ort beraten werden. Das sehen wir immer wieder. Es gab eine ich möchte es fast schon als Sozialstudie bezeichnen, auch wenn das gemein ist, aber mit der Pandemie und Corona haben wir einfach gelernt, hey, das ist ein wesentlicher Aspekt. Es gab verschiedene Strategien, wie man eben in dieser Zeit damit klarkommt, aber nachdem die Geschäfte wieder offen waren und die Kunden auch wieder zu uns kommen konnten, haben sie das getan und sie haben das getan stärker denn je, weil ihnen einfach diese Experience so wichtig ist und sie das eben erleben wollten. In ganz Europa, in den 22 Ländern, in denen wir unterwegs sind, sind wir halt eben Europas Premium Destination Number One. Wir haben 57 Millionen Loyalty-Kunden bei uns in unserem Loyalty-Programm. Entsprechend groß ist dann natürlich da auch der Reach, den wir dort an der Stelle haben, statistisch gesehen in den großen Märkten. Wahrscheinlich jeder dritte Haushalt ist irgendwie Member bei uns und damit erwirtschaften wir eben zuletzt ein Ergebnis von 726 Millionen Euro. Also sich auf den Kunden zu konzentrieren und sich auf die Experience des Kunden zu konzentrieren, zahlt sich aus. So, jetzt haben wir die Matilda. Ganz glückliche Kundin, strahlt über beide Ohren, findet uns richtig knorke, ist zufrieden mit der Customer Experience und jetzt möchten wir ein Spiel mit euch spielen. Wichtiger Reminder an der Stelle, Loyalty-Lebensbalken. Ja, ihr wisst vom Anfang an, wir haben jetzt gerade einen vollen Loyalty-Lebensbalken und wir möchten ganz gerne mit euch jetzt ein Spiel spielen und schauen, was kann man denn tun, wie kann man denn die Experience derartig von vergeigen, ja, dass dieser Loyalty-Lebensbalken auf Null sinkt. Und da haben wir so ein bisschen gedacht, das machen wir so ein bisschen ähnlich, wie es halt so in Spielen halt auch passiert. Wir werden gleich in so einer Art Mechanik einsteigen und dann gibt es verschiedene Attacken, die ihr auswählen könnt. Ja? Und dann müsst ihr mal entscheiden, was wäre denn so die effektivste Attacke, um jetzt in diesem Szenario es so richtig zu vergeigen. Ja? Und dass sie wirklich wutschollen, sagt so ein Mistladen, habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen, ne, remember, wo waren wir zuletzt stehen geblieben? Wir haben ja eine Replenishment-E-Mail geschickt mit Ihrem Produkt und gesagt, hey, wir glauben, dein Produkt neigt sich dem Ende. Wie wäre es denn mit einem Nachkauf? Vielleicht ist der incentiviert, der Kauf, who knows.
Und an der Stelle würde wieder der Tarek als unser Game Master übernehmen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das über mich mal sagen darf, aber ich werde mich jetzt gleich ein bisschen wie Günther Jauch fühlen. Und es ist ein Traum, den ich nicht wusste, den ich habe tatsächlich. Genau, das Ganze machen wir über Slido, deswegen holt sehr gerne eure Handys raus. Ihr solltet den QR-Code noch gescannt haben, ansonsten haben wir ihn hier gleich auch nochmal in der Präsentation. Genau, Replenishment-E-Mail, sie hat die Palette gekauft, die Palette geht leer und jetzt bekommt sie eine E-Mail zum Nachkauf dieser Palette sozusagen. Hey Mathilda, brauchst du nicht mal neues Make-up? Genau. Dann Vorhang auf. So, herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, bei unserer heutigen Quiz-Show. Die erste Frage ist, ja, der kommt gleich. Ja, Der kommt sofort. was verursacht den größten Schaden? Wurde Mathilda A. in der E-Mail falsch angesprochen? B. Funktioniert der Produktlink in der E-Mail nicht? Oder C. Wurde das falsche Produkt zum Nachbestellen erwähnt? Bitte voten Sie jetzt. Und wir schauen dann mal gemeinsam in Live, was das Ergebnis ist. Martin, Okay. aktuell wirkt es so, als würde Ja, der Publikumsjoker stark zu Option B, der Produktlink funktioniert nicht. Achso, jetzt sitze ich auf dem heißen Stuhl, ne? Genau. Okay, alles klar. Ja, also ihr seid dann das Publikum sozusagen, ja? Und der Publikumsjoker läuft. So, okay. Da kommen noch ein paar Antworten Ja. rein. Wir können gerne noch ein bisschen warten. Nicht beeinflussen lassen. Wir haben einen ganz klaren Favoriten, der sich jetzt hier bereits nach wenigen Sekunden abzeichnet. Das ist Option B, der Produktlink funktioniert nicht. 28% aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, wenn sie falsch in einer E-Mail angesprochen werden, dann wäre das der größte Schaden. Lieber Martin, welche Antwortmöglichkeit möchtest du denn einloggen? Einloggen, ja, okay. Da würde ich sagen, ich folge mal dem Publikum und entscheide mich für Option B. Der Produktlink funktioniert nicht. Bist du dir da sicher, Martin? Ja. Du möchtest Option B einloggen, dann loggen wir jetzt Option B ein und schauen uns mal das Ergebnis an. Das ist genau richtig. Option B, der Produktlink funktioniert nicht, fügt Mathilda an dieser Stelle 20 Loyalty-Schaden zu und der Lebensbalken sinkt. Fieser Treffer, oder? Ja. Klar, logisch. Ne? Wenn der Produktlink nicht klappt direkt aus der E-Mail, dann ist das Engagement, was vielleicht in dem Moment entsteht, direkt wieder verpufft. Gibt es andere Meinungen dazu? Gibt es jemanden, der sagt, nee, wieso? Produktlink? Gar kein Problem. Viel schlimmer wäre, wenn das falsche Produkt in der E-Mail erwähnt wäre. Das finde ich zum Beispiel schlimmer. Ja? Warum? Ja, weil wenn der Produktlink nicht funktioniert, dann weiß ich, also dann werde ich daran erinnert, Okay. das Produkt wahrscheinlich jetzt leer ist oder ich habe es vielleicht 4 Tage nicht benutzt oder so. Oh, sorry. Ich habe es jetzt vielleicht 4 Tage nicht benutzt, denke mir dann so, ja okay, dann ist es jetzt wohl bald leer. Okay. Und habe es dann vielleicht eher wieder im Kopf. Wenn aber das falsche Produkt da ist, dann denke ich mir eher, naja gut, okay, Douglas kennt mich ja gar nicht, von wem ist denn jetzt die, also wen wollen Sie denn jetzt eigentlich ansprechen? Ja. Also da fühle ich mich persönlich weniger angesprochen, als wenn der Produktlink nicht funktioniert. Okay. Das ist ein valider Grund. Absolut. Ja. Absolut. Jetzt hatten wir auch 28%, die gesagt haben, wenn der falsche Name in der E-Mail ist. Ist das ein ähnlicher Grund, dass ihr euch dann nicht persönlich angesprochen fühlt? Stilles Schweigen, ich würde sagen, das Ist auch ja. blöd, ist auch blöd. Ist Come auch on, doof, ne? ja, Genau. natürlich. Ich würde jetzt nicht mit meinem WoW-Namen angesprochen werden wollen. Das wäre Nee. auch ein bisschen creepy, muss Ja, ich sagen. ja. Oder noch schlimmer sind so diese so Curly Brackets, so, ne? So, First Name. First Name, Placeholder. Ja. Alles schon gesehen, ganz furchtbare Sünden. Vielleicht ganz kurz dazu. Ist das dann nicht auch so ein Vertrauensproblem hinsichtlich der Daten? Also muss man das nicht mitbedenken, wenn ich jetzt mit Herrn Müller angesprochen werde und Gott weiß, ich heiße nicht Müller, dann ist das ja schon problematisch, weil ich dann auch das Gefühl habe, hey, wir gehen hier eigentlich mit persönlichen Daten um. Total.
Absolut, absolut. Wir haben uns jetzt an der Stelle so ein bisschen aus dem Szenario der Matilda entschieden, aber auch ganz bewusst hat eben die Beispiele so gewählt, dass man da durchaus drüber diskutieren kann. Und natürlich, hey, je nach Situation, je nach Business kann das total individuell sein. Den Kernpunkt, den wir halt rüberbringen wollen, ist, hey, es sind zum Teil echt Kleinigkeiten, ja, die eine Customer Experience so schlecht machen, ne, dass dann eben schon 20 Punkte vom Lebensbalken einfach weg sind. Ja. So, ab dem Punkt ist sie wahrscheinlich nicht mehr hellauf begeistert und erzählt irgendwie jeder Freundin und jedem Kollegen, ja, wie cool Douglas ist. Ja. Das ist die Idee. Aber ja, klar, kann man echt drüber diskutieren. Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Martin. Herzlichen Glückwunsch, liebes Publikum. Ihr habt alle richtig abgestimmt. Das geht in die nächste Runde. Gerne einmal Applaus an euch. Können wir gerne machen. Tendenziell sind natürlich alle Sünden hier oder alle Antwortmöglichkeiten begründbar. Ja. Dann kommen wir zur zweiten Frage. So, liebes Publikum, jetzt der Produktlink funktioniert nicht. Die Matilda landet auf einer 404 Page Not Found Seite. Bitte. Wir haben Antwortmöglichkeit A, liebes Publikum. Die Suche funktioniert jetzt nicht auf dieser Fehlerseite. B, es gibt keine Single Sign-On-Option. Oder C, der Bestellprozess funktioniert nicht. Bitte voten Sie jetzt über das Slido, das Sie bereits offen haben, oder hier hätten auch nochmal einscannen können. Sehr spannendes Ergebnis. Der Großteil des Publikums 65, 66, 67. Spannend. Okay. Mhm. Ja, ich denke, lieber Martin, Tendenz. es gibt eine klare Tendenz. Das Publikum ist definitiv für Option kein Single Sign-On. Möchtest du das einloggen? Nein, ich würde mich entscheiden für der Bestellprozess funktioniert nicht. Du möchtest dich entgegen des Publikums dafür entscheiden, dass der Bestellprozess nicht funktioniert, lieber Martin. Bist du dir sicher, dass du Option C einloggen möchtest? Ja, ich glaube, das ist schlimmer. Du denkst, das ist schlimmer? Dann lösen wir an dieser Stelle einmal auf. Und lieber Martin, du hattest recht, der Bestellprozess funktioniert nicht. Matilda erleidet 25 Schaden. Oh no! An dieser Stelle. Das war die richtige Antwortmöglichkeit. Du bist auf jeden Fall eine Runde weiter. Jetzt ist das allerdings eine Frage, über die Martin und ich vorab auch schon ein bisschen diskutiert hatten. Ich wäre tatsächlich eher auf der Seite des Publikums gewesen an dieser Stelle, aber du kannst ja auch gerne mal erläutern, warum du C gewählt hast. Genau, also ich glaube, dass die Matilda, auch wenn die Suche nicht funktioniert, über das Menü relativ schnell zu ihrem Produkt kommt. Und wenn sie es dann aber nicht bestellen will, sie bestellt ja aus dem Need heraus, dass sie ganz gerne das weiter nutzen möchte und es neigt sich ja dem Ende das Produkt. Ich glaube, das ist schlimmer. So mein Gedanke. Lässt sich debattieren. Ich wäre eher davon ausgegangen, dass Matilda auf einer 404-Seite landet und da dann nochmal, weil das Produkt an sich war ja richtig, das heißt, sie kennt den Namen, es auf der 404-Seite eine Suche gibt oder geben sollte, wo Matilda dann nochmal nach ihrem Produkt suchen kann. Was denkt das Publikum? Das Publikum ist klar auf deiner Seite. Ja. So, wer traut sich? Was ist eure Perspektive darauf? Sorry. Hi. Ich habe halt auch für die Suche gewotet, weil der Gedanke war, du kommst halt über eine 404-Seite auf schon eine defekte Seite, hast dann die Experience mit dem zweiten Bug, weil die Suche nicht funktioniert und ob du dich dann noch durch das Menü wühlst, um das Produkt zu finden. Du bist halt recht weit vom gefüllten Warenkorb und recht weit auch vom Bestellprozess noch in der Journey weg. Daher. Also du würdest sagen, dass sie dann tendenziell wahrscheinlich da abspringt, wenn die Suche nicht funktioniert, weil sie sich denkt, so ey, come on, Genau. Ne? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay, nachvollziehbar. Wunderbar. Noch jemand? Denkt jemand, dass das Single Sign-On ein Problem wäre, wenn der Kunde nicht direkt eingeloggt ist? Eher nicht, ne? Okay. Hi. Hi. So, ich war mir auch verwirrt mit euren Fragen da, weil bei mir auch, ihr habt gesagt, in diese ganze Rhythmus, was sie da hat, sie hat gesagt, dass die Produkt-URL funktioniert nicht. Dann landest du auf die Seite, wie er gesagt hat. Aber ganz weit weg von Bestellprozess seid ihr auch. Aber das Ding ist, ihr erwartet, dass die Kunde durch die gesamte Menü geht, findet die richtigen Kategorien, findet die richtigen Produkte und dann weiterhin zum Bestellprozess geht und da abgebrochen. Und ich glaube, das
irgendwie aus der Vergangenheit, dass mehr oft die erste Schritt ist als die letzte Schritt. Okay, got it. Okay. Ich meine, für diesen Ich würde mich durchklicken, aber da sieht man auch da wieder, es gibt durchaus unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Wie schlimm es ist, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass beides total suboptimal ist. Und an der Stelle würde wahrscheinlich Content Square uns helfen können, ja, um dann eben zum Beispiel auszuwerten, wie es denn tatsächlich ist, was das größere Problem ist und um es zu identifizieren und zu fixen. Ich würde sagen, hier schauen wir uns einfach mal das Session Recording dann an. Ja, genau. Ja. Das machen wir. Wunderbar, kommen wir zu Gewinnstufe Nummer 3. Der Bestellprozess funktioniert nicht. Mathilda ist sauer. Links funktionieren nicht. Sie musste selber suchen und kann die Bestellung nicht aufgeben. Was passiert als nächstes? A. Douglas schickt ihr noch einmal eine Reminder-E-Mail, lieber Martin. B. Sie ruft beim Kundenservice an. Der hat lange Wartezeiten und kann nicht helfen. Oder C. Die Hilfe- bzw. Kontaktseite ist sehr versteckt. Bitte stimmen Sie jetzt ab für Option A, B oder C, liebes Publikum. Was wäre der effektivste Angriff auf die Loyalty? Dann lasst uns gerne einmal schauen. Hier sind die Ergebnisse. Aha, der Kundenservice holt nochmal auf. Okay, das ist ein knappes Rennen. Oh, Jetzt hat der jetzt hast du Kundenservice es gewechselt, ja? Spannend. Ja. So. Es zeichnet sich eine leichte Tendenz ab, die sich gerade verstärkt mit jedem Vote. Bitte loggen Sie jetzt ein, lieber Martin. Ich würde mich für C entscheiden, für den Kundenservice. Das heißt, Mathilda ruft jetzt beim Kundenservice an, hat eine super lange Wartezeit in der Ja. Hotline mit irgendeiner nervigen Musik, wahrscheinlich sogar. Na klar, Und dann, ja, genau. Und dann sitzt der oder die Kundenservice-Mitarbeitende dann in der Hotline und kann nicht Kann helfen. nicht helfen. Kann Kann nicht helfen. Ja, ich glaube, das wäre am schlimmsten. Das heißt, du möchtest Option C einloggen? Ja. Alles klar. Dann decken wir doch mal auf. Und das ist richtig, lieber Martin. Herzlichen Glückwunsch. Auch herzlichen Glückwunsch ans Publikum. Genau. Mathilda erleidet nochmal 20 Loyalty-Schaden. So, jetzt war Herbe. allerdings auch, ja, Herbe, sage ich, oder? Herbe, Es ja. ist schon, ne? Also auch relativ schnell. Ne? Wenn man sich jetzt mal so überlegt, die Beispiele, die hängen ja natürlich relativ nah beieinander. Das heißt, wir haben jetzt viel Zeit vorher da rein investiert, die Kunden zu begeistern, sie an die Marke zu binden. Und es kann halt eben tatsächlich sein, dass durch eine Verkettung von ein paar ungünstigen Umständen die Mathilda relativ schnell kein Fan mehr ist. ja. Ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter. Wenn ich mal so ein bisschen auf die Uhr gucke, haben wir noch ein bisschen was vor uns. So, dann kommen wir zur vierten Sündenstufe. Der Kundenservice kann nicht helfen, sie gibt für heute auf und will in die Filiale. Mathilda besucht die Douglas-Filiale. Was geht jetzt schief? Antwortmöglichkeit A, die Filiale hat wegen Umbauarbeiten geschlossen. Antwortmöglichkeit B, das Produkt ist in der Filiale nicht verfügbar, trotz Verfügbarkeitsinfo. Oder C, der Coupon, den Mathilda bekommen hat, zur Incentivierung funktioniert nicht. Liebes Publikum, bitte voten Sie jetzt für Ihre favorisierte Option. Und dann schauen wir doch direkt mal in die Live-Ergebnisse. Und die sind ziemlich klar, würde ich sagen. Produkt nicht in der Filiale trotz Verfügbarkeitsinfo. 16% denken, es ist doof, wenn die Filiale wegen Umbauarbeiten geschlossen hat. Lieber Martin, deine Chance, jetzt mit dem Publikum zu gehen oder dich gegen das Publikum zu stellen, wie du es auch in der Vergangenheit schon mal gemacht hast und richtig lagst. Ja? Ich glaube, ich würde mich an der Stelle schwierig. Ich finde die alle schlimm. Ja. Ich finde die alle schlimm. Aber ich glaube, dass, wenn ich schon hinfahre, die da ist und auch das Produkt dann da ist, und dann kann ich den Couponcode nicht nutzen, ich glaube, dann bin ich am meisten genervt. Das heißt, du bekommst eine 10%, 5 € Rabatt, je nachdem, was du für einen Coupon bekommen hast, nicht. Ich würde mich dafür entscheiden.
Alles klar. Entgegen dem Publikumsjoker. Alles klar, dann loggen wir Antwortmöglichkeit C ein und schauen uns mal an. Das ist auch gar nicht gescriptet hier im Übrigen. Nein. Ja. Er sieht auch nicht die nächste Folie hier. Ja. Das war ein sehr effektiver Angriff und hat Ja. Mathilda 20 Loyalty-Schaden zugefügt. Ja. Lasst uns da gerne im Nachgang nochmal diskutieren, wenn ihr anderer Meinung seid. Kommt da gerne einfach auf uns zu und lasst uns jetzt mit der nächsten und der letzten Fragestufe auch weitermachen. Jetzt wird es nochmal ernst. Es geht um die Millionen oder darum, Mathilda zu verlieren. So, Mathilda musste das Produkt ohne einen Discount erwerben. Sie sagt sich, das war vorerst mein letzter Kauf bei Douglas. Antwortmöglichkeit A. Mathilda bekommt eine Danke-E-Mail für einen Einkauf mit falschen Daten. B. Es gibt eine App-Push-Kampagne, die läuft amok und spammt Mathilda jetzt jede Stunde zu. Oder C. Durch einen Fehler in Stammdaten gibt es einen App-Push mit Produkten für reife Haut, wo sich Mathilda natürlich in ihrem Best-Ager-Alter nicht drin sieht und der AI-generierte Content ist eher schwierig. Liebes Publikum, bitte loggen Sie Ihre Antwort ein. So. Okay. An der Stelle der AI-Content, den muss man sich dann so vorstellen, dass der ungefähr so läuft. Hey, na? Sah es auch schon mal besser aus. Wir haben glättende Creme. Oder ähnlich. An der Stelle wichtig, Mathilda ist natürlich keine echte Person, nur virtuell. Ja. Es wurden keine Gefühle verletzt. Es werden keine Gefühle, Menschen oder Tiere Genau. für diesen Vortrag irgendwie verletzt. Martin, bitte Ja. entscheide dich für Option A, B oder C. Ja, ich habe eine klare Präferenz. Ich glaube, die App-Push, die amok läuft für reife Haut. Ganz schwierig. Ich glaube, das ist nicht ihr Vibe. Das heißt, du gehst mit dem Publikum? Ich gehe mit C. Okay. Ja. Die App-Push. Okay. Ja, da haben wir ja auch. Okay, möchtest du Option C dann einloggen? Dann loggen wir sie ein und schauen mal. Lieber Martin, dieser Angriff war sehr effektiv. Hat Mathilda minus 100 Loyalty zugefügt und jetzt wird sie nie wieder eine Kundin von Douglas sein. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast für das eigene Unternehmen gerade eine wertvolle Kundin verloren. Aber wir sind auch am Ende. Und jetzt würden wir gerne einmal von euch wissen, was sind eure größten CX-Sünden? Dafür haben wir eine Word Cloud vorbereitet. Schreibt Gerne uns einfach mal ein Stichwort reinschmeißen. Genau, und dann gucken wir mal. Ist derselbe QR-Code eigentlich, ihr müsstet auch direkt Einen weiterkommen. kleinen Freitext. Das finden wir spannend. Natürlich sind alle genannten Optionen schlecht und ja, Ich hätte die App ja einfach deinstalliert nach 2 Push-Benachrichtigungen. ich denke auch. Ich Ja. hätte einfach Push deaktiviert. Also wer hat das nicht schon mal gehabt, ne? Irgendwie. Dass Mir ist das irgendeine noch nie Push mal passiert. irgendwie. Echt? Dass Boah. ich zugespammt wurde? Ja, dass irgendwie irgendwas mit einer Benachrichtigung nicht richtig funktioniert. Das hatte ich schon mal. Ja. Bin sehr bedacht. Natürlich mit nicht meinen bei Push. Douglas, aber- Nein, selbstverständlich nicht. So, Das ist natürlich auch alles fiktive. Falsche Ansprache. Omnichannel tot. Circle of Doom. Cool. Versteckte Bugs. Kosten, oh ja. Gegen Auch Insekten habe ich jetzt tendenziell nichts, aber wahrscheinlich sind da die anderen gemeint. okay. Es ist ein Feature. Jetzt Ja. nur dabei, jetzt die Feature. Ja, lange Add to Ladezeit. Cart, ja. Feature Loss. Add to Cart kaputt. Zu viele Klicks zum Ziel. Ja. Klassiker. Ja. Ja, es gibt schon echt viele Möglichkeiten, oder? Kunden so richtig zur Weißglut zu bringen. Herrlich. Ja. Exzellent. Ja, definitiv. Gibt es jemanden, der eine Geschichte teilen möchte? Zu einem Fuck-up. Jetzt haben wir euch gezeigt, was so alles bei Douglas vielleicht auch nicht, schiefgelaufen sein könnte. Ich war letztens auf einer Seite und habe auch Kosmetikprodukte versucht zu kaufen. Da hat sich aber leider der Warenkorb alle 10 Minuten selbst gelöscht. Und da ich ein bisschen länger gebraucht habe als 10 Minuten, um mehrere Dinge auszuwählen, als ich dann 3-mal alles hinzugefügt hatte, hatte ich dann auch keine Lust mehr. Boah, ja, das ist übel.
wo ich gerade hier vorne Login lese. Ich hatte es letzte Woche, dass ich mich in einem Shop angemeldet habe und er mir bestimmt 3-mal gesagt hat, dass das Passwort falsch ist. Dann dachte ich, naja, okay, gut, machst du Passwort vergessen, gebe mein neues Passwort ein und der Shop sagt mir, du kannst nicht das gleiche Passwort als neues Passwort nehmen. Ein Klassiker. Und ich dachte so, ja gut, dann halt nicht und habe es dann neu gemacht und dann war es wieder falsch. Also irgendwas war komplett wild. Wow, okay. Das ist auch fies. Was ich an der Stelle lustig finde, Produkt doppelt verschickt, da würde ich mich ja gar nicht beschweren. Nee. Von wem kommt denn die Würde ich auch sagen, Antwortmöglichkeit? das ist cool. Das ist doch... Personalunfreundlich, ja, auch ein Thema. Ja, Ja, da wir beim Videogames-Thema sind, in einem bekannten Hersteller ein Videogame-Versuch zu kaufen. Und da ich ursprünglich aus Frankreich komme, habe ich in 2001 meinen PayPal-Account in Frankreich angelegt. Und es wurde nicht akzeptiert, weil es ein ausländisches PayPal-Account ist. Und es gab nur Mastercard, was ich nicht habe. Und dann habe ich aufgehört. Und irgendwann einen Amazon-Voucher gekauft, damit es funktioniert. Also es ist kompliziert, aber... Da warst du aber auch sehr dedicated, oder? Diesen das war Kauf wichtig. abzuschließen. Ich habe mich gelangweilt. Ja. Wow. Ja, okay, cool. ja. Danke, dass ihr eure Sünden mit uns geteilt habt. Wir haben zum Abschluss jetzt auch noch mal eine Sünde mitgebracht. Das ist ein Zitat von Bill Gates. Your most unhappy customers are your greatest source of learning. Denn Fehler passieren. Wir sind alles nur Menschen. Auch Maschinen machen Fehler, wenn sie von Menschen bedient werden. Wir denken, die größte Sünde ist, wenn man aus diesen Fehlern nicht lernt und auf seine Kundinnen und Kunden nicht hört und eben nicht kontinuierlich in einem Experimentation, aber auch Optimierungs-Mindset ist, um es mal so auszudrücken. Lieber Martin, und jetzt zeig du uns doch, beziehungsweise du willst uns noch mal zeigen, wie Mathilda jetzt nicht hätte vergraut werden können. Ja, beziehungsweise so ein bisschen jetzt Wrap-up. Es gibt 1000 Möglichkeiten, den Kunden zu vergrauen und genauso viele Möglichkeiten gibt es natürlich auch, eine gute, tolle Customer Experience zu machen. Wir glauben, dass es im Wesentlichen einige kleine Dinge sind, auf die man achten muss, die man sicherstellen muss, damit es halt eben gut funktioniert. Wir denken, es startet damit, dass du halt eben richtige und aktuelle Daten hast. Das ist das A und O. Wenn du das nicht irgendwie auf die Kette kriegst, dann ist wahrscheinlich jede weitere Kundeninteraktion keine, die besonders viel Spaß macht. Testing, wir haben es gehört, es ist so essentiell wichtig, egal mit welchen Werkzeugen. Teste die Dinge, die ihr macht. Eat your own dog food. Ja, probiert die Dinge aus. Man mag gar nicht glauben, was so alles irgendwo aus irgendeinem Konzept rauspurzelt. Und man in der freien Wildbahn denkt so, wow, wer hat das denn freigegeben? Ja? Super wichtig. Habt jemanden, der sich um das Thema Usability kümmert und ganz bewusst eben schaut, wie interagieren die Kunden mit unseren Produkten, mit unseren Touchpoints. Das ist so essentiell, man kann es gar nicht oft genug sagen. Dann Mehrwert in den Mittelpunkt stellen, Customer Experience, wir haben es gehört. Selbst wenn du das geilste Produkt auf der Welt hast und deine Experience scheiße ist, dann wird der Kunde einfach keinen Spaß mit dir haben und du wirst keinen loyalen Kunden für dich gewinnen können. Dann, die Technik muss funktionieren, ganz klar. Wenn sie funktioniert, sagt niemand Danke. Ich aus IT kann da nur ein Lied von singen. Aber wenn sie nicht funktioniert, liebe Leute, dann ist nicht nur Holland in Not. Eat your own dog food, habe ich schon gesagt. Und zu guter Letzt, habt Spaß. Ja? Macht es gerne, enjoy the ride und habt Spaß damit. Und dann klappt es auch mit der Mathilda. An der Stelle möchten wir vielen Dank sagen für eure Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen. Ich war Martin. Ich war Tarek. Genau, wir sind es immer noch. Wir haben noch einen ganz interessanten Podcast, wie wir finden, gemacht. Beziehungsweise ich war eingeladen in deinem Podcast und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie wir bei Douglas mit Emasis eben unsere Digitalkanäle, unsere Kommunikationskanäle optimieren und wie wir Emasis bei uns eingeführt haben. Ich denke, es war ein ganz spannender Talk. Es war super spannend. Wenn es interessiert, hört gerne mal rein. Ich würde mich freuen, nicht nur euer Günther Jauch sein zu dürfen, sondern auch euer Podcast-Host. Deswegen neuer QR-Code, scannt den gerne. Ansonsten adesso.de/cxmagic. Und dann an dieser Stelle wird gerade noch der QR-Code gescannt. Da möchten wir nicht unterbrechen. Auf gar keinen Fall. Da geht auch noch mal ein Handy hoch. Ja, da auch. Ach, guck mal. Ach, traumhaft. Sehr gut. Gibt's bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Und dann gibt es noch ein Event. Dann gibt es noch ein Event. Genau, von einem Event zum anderen würde ich sagen. Und zwar die Experimentation Unite.
zusammen mit einem Partner Chameleon, ein Hersteller für AB-Testing und Personalisierungssoftware, sponsored by Content Square. Das findet bei uns in der Adesso Geschäftsstelle in Dortmund statt am 29. Oktober. Da warten wir auch viele spannende Vorträge von Kundinnen und Kunden, aber auch von Chameleon zum Thema Conversion Rate Optimierung und eben auch Experimentation und eben, wie ich es gerade genannt habe, dieses kontinuierliche Optimierungsmindset. Auch da wieder ein QR-Code, den ihr gerne scannen könnt. Damit kommt ihr direkt auf die Landingpage. Ich würde mich freuen, euch da nochmal zu sehen und ins Gespräch zu kommen. Ansonsten sprecht uns gerne an. Jetzt gibt es, glaube ich, erstmal Coffee und Networking. Genau. Herzlichen Dank.